Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr diese Oversize-Bluse näht. Sie hat einen klassischen Hemdkragen, Manschetten mit einem Schlitz und eine angesetzte Knopfleiste und so eine große Statement-Tasche auf der Brust. Wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr so eine Bluse nähen könnt oder nicht, traut euch einfach ran, denn in diesem Videotutorial zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr diese Bluse näht. Wenn ihr den Stoff gewaschen, getrocknet und gebügelt habt, können wir die Schnittteile auflegen. Ich habe mir die jetzt hier schon also so hingelegt, wie im Lageplan gezeigt. Dafür ist es wichtig, das Rückteil kommt direkt an den Stoffbruch. Ich habe hier oben den Stoffbruch und hier unten die Webkante. Also Rückteil direkt an den Stoffbruch. Hier haben wir dann noch die Passe, die wird auch am Bruch zugeschnitten. Und dann haben wir hier noch den Kragensteg. Ich habe hier ein bisschen mehr Platz gelassen, denn den Kragensteg brauchen wir zweimal und auch den Kragen brauchen wir zweimal. Das würde ich aber offen zuschneiden, also ich würde mir hier das grob ausschneiden und danach aufklappen, die Schnittteile, und offen zuschneiden. Da gibt es dann immer ein saubereres Ergebnis und ein genaueres Ergebnis. Und 2 der 4 Teile müssen auch noch mit Einlage beklebt werden. Dann haben wir hier hinten die Schlitzpaspel, die wird im 45-Grad-Winkel zugeschnitten, also immer schön auf den Fadenlauf achten. Dann haben wir hier noch die Manschette, das Vorderteil, den Ärmel und die Brusttasche. Die Brusttasche brauchen wir nur einmal, aber ich habe es jetzt doch hier mal mit ausgeschnitten, ich habe hier ja Platz. Ihr könnt es aber natürlich auch in einfacher Lage Stoff zuschneiden, wenn ihr ein bisschen Stoff sparen wollt. Genau, wenn ihr euch das hingelegt habt, ganz, ganz wichtig, kontrolliert, ob der Fadenlauf parallel zum Bruch und parallel zur Webkante verläuft. Dafür nehmt ihr euch ein Maßband, dann gehe ich immer einmal ans Ende des Fadenlaufs und messe nach unten runter und einmal oben. Der ist jetzt komplett gerade und dann kann ich mir das schon hinlegen und dann könnt ihr ausschneiden. Ich habe jetzt die Teile soweit ausgeschnitten, bis auf Kragen und Kragensteg. Das machen wir gleich. Jetzt übernehmen wir erst noch die Knipse und ich sage euch mal kurz, wo wir Knipse markieren. Ich würde euch auch immer empfehlen, dass ihr solche Markierstifte nehmt und nicht die Kante einschneidet, denn da ist man schnell mal ein wenig zu tief und ja, dann hat man sich vielleicht das ganze Teil versaut. Deswegen würde ich immer so einen Stift nehmen und dann fangen wir mal an. Also an der Manschette haben wir oben und unten einen Knips und hier an der Seite nochmal einen. Zusätzlich haben wir dann noch Markierungspunkte für die Knöpfe. Am Vorderteil haben wir relativ viele Markierungen. Hier diese Markierungen sind für die Tasche. Dann haben wir noch Markierungen für die Knöpfe und Knipse jeweils oben und unten für die Knopfleiste, wo wir umschlagen. Dann haben wir an der Schulter einen Knips und im Armloch 2 Knipse und an der Seite auch noch mal einen. Am Rückteil knipsen wir die hintere Mitte, haben einen Knips im Armloch, einen an der Seitennaht. An der Passe haben wir oben am Armloch einen Knips, an der Schulter, hier oben am Armloch auch noch mal einen und dann knipsen wir uns noch jeweils den Bruch. Dann haben wir die Brusttasche, da haben wir 2 Knipse hier oben für den Umbruch. Den Ärmel haben wir hier vorne einen Doppelknips, hier oben einen Knips für die Schulter und hier hinten einen Knips. Dann haben wir hier unten nochmal Knipse für den Einschnitt vom Schlitz. Da haben wir auch nochmal einen Punkt, den wir markieren können. Daneben sind dann nochmal 1, 2, 3, 4 Knipse, die wir auch alle markieren. So, ich habe jetzt alles zugeschnitten und markiert und jetzt schneiden wir noch den Kragen und den Kragensteg zu. Dafür klappe ich mir den Stoff auf und lege mir jeweils einen Kragen und einen Kragensteg offen auf den Stoff und schneide ihn so zu. Dann übernehmen wir hier auch wieder die Knipse. Am Kragensteg haben wir in der hinteren Mitte jeweils einen Knips oben und unten an der Rundung rechts und links einen und oben an der Rundung. Und natürlich die Markierung für Knopf und Knopfloch. Und am Kragen haben wir nur 2 Knipse, nämlich in der hinteren Mitte, oben und unten. Und da wir den Kragensteg und den Kragen jeweils auch noch einmal mit Einlage brauchen, würde ich dir empfehlen, das auch im Grobschnitt zu fixieren. Beim Fixieren im Grobschnitt funktioniert es eigentlich so wie auch im Grobschnitt normal zuzuschneiden. Also ihr nehmt euch ein ausreichend großes Stück Stoff, dann schneidet ihr euch das großräumig drumherum ab.
dann nehmt ihr euch ein Stück Einlage, was genauso groß ist wie dieses Stück und fixiert erstmal den gesamten Stoff und danach schneiden wir dann die Teile aus. Ihr fixiert dann jetzt die Einlage mit dem Bügeleisen. Dafür solltet ihr erstmal mit niedriger Temperatur starten und schauen, wann die Einlage anfängt zu kleben und auch ganz wichtig, ohne Dampf. Denkt auch wieder an die Knipse und dann sind wir damit fertig. Wir brauchen dann jetzt noch ein Stück Einlage für die halbe Manschette. Dafür nehmt ihr euch das Manschettenschlitter, knickt es einmal in der Hälfte durch und in der Größe brauchen wir dann auch noch eine Einlage und dann fixieren wir uns jeweils die Hälfte der Manschette. So, und dann nehmt ihr euch eure beiden Manschettenteile, legt sie gespiegelt hin, also so, dass die Position von dem Knips hier unten jeweils gegengleich ist und dann fixieren wir die untere Hälfte der Manschette, wo wir auch die Markierung für Knopf und Knopflöcher gemacht haben. Auch hier wieder mit Druck und ohne Dampf bügeln und nicht zu heiß, sonst klebt die Einlage am Bügeleisen. So, wir starten mit dem Rückteil und den Passen. Wundert euch nicht, dass mein Tisch auf einmal grün ist. Da die Bluse weiß ist, habe ich mir gedacht, es wäre besser, ein bisschen Kontrast zu haben, damit ihr das besser erkennt. Wir haben jetzt hier unser Rückteil und wir legen dann jetzt die beiden Passenteile jeweils auf eine Seite. Ein Teil rechts auf rechts und ein Teil links auf rechts. Und dann nähen wir die 3 Teile bei 1 cm zusammen. Wenn ihr die Naht genäht habt, klappt ihr die beiden Passen nach oben und bügelt die Nahtzugaben schön in die Passe. Als nächstes schnappt ihr euch dann euren Taschenbeutel und bügelt einmal rundherum 1 cm nach innen um und danach bügelt ihr genau an den Knipsen nochmal nach innen rum. Es ist wichtig, dass ihr das in der Reihenfolge macht, denn ansonsten seht ihr nachher die Nahtzugaben rausgucken und das wollen wir ja nicht und so haben wir dann nachher oben eine schöne Kante am Eingriff. Wir steppen dann jetzt den Taschenbeutel auf. Dafür könnt ihr euch jetzt überlegen, ob ihr das auf das linke oder das rechte Vorderteil machen möchtet. Ich nehme jetzt mein rechtes Vorderteil. Nee, Moment, das ist mein linkes. Ich nehme jetzt mein linkes Vorderteil und ihr habt ja hier die 4 Markierungen und ihr positioniert dann jetzt den Taschenbeutel gemäß dieser Markierung und steppt einmal an den Seiten und unten fest. Als nächstes bügeln wir dann die Knopfleiste. Dafür gibt es jetzt 2 Varianten. Die Variante, die ich Anfängern empfehlen würde, ist, dass ihr euch die vorderen Kanten jeweils versäubert und dann an dem zweiten Knips umbügelt nach innen. So sieht man von innen dann zwar die Versäuberung, aber es ist deutlich einfacher, dass ihr auch überall die Knopfleiste mitgreift. Denn für Variante 2 würden wir jetzt die vordere Kante jeweils 1 cm umbügeln und dann am zweiten Knips nochmal umbügeln und dann steppen wir genau an der umgebügelten Kante ab. Dafür muss man aber sehr genau bügeln und das würde ich Anfängern jetzt gerade nicht raten, außer ihr achtet wirklich sehr penibel darauf, dass der Abstand 1 cm ist, dass ihr dann nachher beim Absteppen auch wirklich die Knopfleiste trefft. Ich habe jetzt meine Knopfleiste fertig gebügelt. Ich habe jetzt hier Variante 2 gewählt, also nochmal die Nahtzugabe eingeschlagen und jetzt steppen wir von der rechten Seite ab, damit es auch schön gerade wird, die Absteppung. Wir steppen dann jetzt die Knopfleiste ab im Abstand von 2,3 cm. Das würde ich mir ausmessen. Wenn ihr ein Kantenlineal habt, ist das auch sehr hilfreich, das dann zur Hand zu nehmen. So, und jetzt kommt der Teil, der ein bisschen tricky ist, denn wir verarbeiten jetzt diese doppelte Passe. Aber wenn man es einmal verstanden hat, ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Wir legen jetzt die Teile links aufeinander. Also das ist jetzt hier links und das ist links. Wir legen die links aufeinander, Vorder- und Rückteil jeweils. Also ihr schaut jetzt hier auf das Vorderteil auf die rechte Seite und dann stecken wir hier die Schulternähte aufeinander, aber nur eine Passenschulternaht. Also es sind hier diese beiden und die hintere wird nicht mit festgesteckt, denn wir nähen jetzt erstmal nur die erste Schulternaht der Passe mit dem Vorderteil zusammen. Ihr könnt jetzt die beiden Nähte mit den 2 Lagen Stoff bei 0,7 cm schließen. So, und jetzt kommt der Part, wo man schnell schon mal einen Knoten im Hirn bekommt. Also wir haben jetzt diese Naht geschlossen. Wir sehen hier die rechte Seite vom Vorderteil. Hinter der Passe hängt ja noch eine Passe. Das ist die linke Seite und auf der anderen Seite die rechte Seite. Was wir jetzt machen müssen, ist, diese rechte Seite von der Passe, die dahinter liegt,
auf diese rechte Seite zu nähen. Und dafür drehen wir uns die Teile zueinander, so dass wir rechts auf rechts zusammenlegen können. Dabei verdreht sich das hier alles ein bisschen, aber das ist schon richtig so. Ich würde mir das dann jetzt mal feststecken und dann schließt ihr diese Naht bei 1 cm. Also sie muss auf jeden Fall unter der Naht liegen, die ihr vorher hier genäht habt. Und dann können wir das Ganze wenden und dann haben wir die Passe miteinander verstürzt. So, und wenn ich das jetzt rausdrehe, dann habt ihr hier die Passe und die ist verstürzt und das Vorderteil hängt dann dazwischen. Als nächstes schnappt ihr euch die Ärmel und dann arbeiten wir den Schlitz ein. Dafür habt ihr hier an dem Ärmel jeweils einen Punkt und einen Knips unten. Ihr beginnt beim Knips und schneidet bis zum Punkt oben ein. Und dann habt ihr noch diese Schlitzpaspel und die bügelt ihr euch jetzt um. Erst einmal zur Hälfte, dann klappt ihr es wieder auf und dann bügelt ihr die beiden Kanten auch nochmal jeweils zur Hälfte. Und danach nochmal zur Hälfte zusammen. Und dann habt ihr ein Paspelband, mit dem ihr dann den Schlitz versäubern könnt. Ich habe mir jetzt meine Paspel gebügelt. Das sieht jetzt so aus. Beide Kanten nach innen und dann zusammen. Dann haben wir damit eine geschlossene Paspel, die wir dann an dem Schlitz annähen können. Ihr nehmt euch jetzt euren Ärmel. Ich habe jetzt hier meine rechte Seite und meinen Schlitz. Das heißt, ihr dreht es einmal um. Also wir arbeiten jetzt erstmal auf der linken Seite. Ihr nehmt euch euren Schlitz, klappt ihn auf und legt ihn bündig an der Schnittkante an. Ihr könnt auch ruhig die Paspel so ein bisschen überstehen lassen. Ich habe die lang genug gemacht, dass man da ein bisschen Puffer hat. Und dann startet ihr bei 0,5 cm die Paspel anzunähen. Und je weiter wir zu der Spitze hier unten kommen, desto schmaler müssen wir dann werden. Also ich bin jetzt hier kurz vor der Spitze. Ich drehe mir den Schlitz jetzt gerade, so dass eine einigermaßen gerade Linie hier entsteht. Dadurch entstehen natürlich hier ein paar mehr Falten und deshalb müssen wir jetzt die Paspel an der Spitze nur so 2-3 mm annähen. Also schaut darauf, dass ihr hier auf jeden Fall Stoff mitfasst, aber so wenig Fältchen wie möglich einnäht. Es ist nicht einfach. Ich mache das immer gerne, dass ich im höchsten Punkt nochmal halte, das Füßchen hoch mache und mich ein bisschen neu sortiere hier und dann weiternähe. Und wenn ihr dann über den höchsten Punkt hinweg seid, könnt ihr dann langsam wieder auf 0,5 cm annähen. So sieht es dann aus. Also wie ihr seht, hier oben in der Spitze sind es wirklich nur 2-3 mm, die ich das angenäht habe. So sieht es von der anderen Seite aus. Ihr solltet jetzt auf jeden Fall kontrollieren, ob ihr hier Fältchen eingenäht habt. Wenn ja, könnt ihr euch überlegen, das nochmal aufzutrennen und neu zu machen. Bei mir sieht das relativ gut aus. Das sind nur Legefalten. Und natürlich auch, ob ihr hier kein Loch habt. Denn es kann natürlich sein, wenn man so schmal absteppt, dass man hier eventuell nicht alles mitfasst. Wenn das aber alles stimmt, dann können wir weitermachen. Dann nehmt ihr euch nämlich die Paspel und faltet sie komplett ein. Und dann können wir die Paspel feststeppen. Dabei achtet darauf, dass ihr die Naht, die ihr vorher genäht habt, auf jeden Fall mit dieser Paspel verdeckt. Auch hier achtet besonders im höchsten Punkt darauf, dass ihr hier die Naht auch verdeckt, aber dabei natürlich keine Falten einnäht. So sieht es dann aus. Und als nächstes legt ihr euch dann die beiden Schlitzseiten rechts auf rechts aufeinander, also das sind hier meine rechten Seiten, rechts auf rechts aufeinander, so dass ihr die Schlitze von der linken Seite jetzt seht, also nach innen geschlagen. Und dann steppt ihr hier einfach nochmal eine Ecke ab, damit der Schlitz auch innen liegend bleibt. Genau, einfach hier so die Ecke. Wenn ihr das dann nämlich wieder wendet auf die andere Seite, auf der rechten Seite, sieht es dann so aus. Als nächstes nähen wir dann die Ärmel ein. Dafür habe ich mir jetzt hier schon Rückteil und Vorderteile hingelegt, die rechte Seite nach oben und dann legen wir jetzt rechts auf rechts die jeweiligen Ärmel da drauf. Man erkennt hier vorne und hinten, dass im vorderen Armloch ein doppelter Knips ist und im hinteren Armloch ein einfacher Knips. Deswegen ist dann der Ärmel für das Armloch, denn wir haben hier einen Knips und hier zwei. Wer eine Overlock hat, kann jetzt diese Naht mit der Overlock in einem schließen. Wer keine Overlock hat, dem würde ich empfehlen, die einzelnen Kanten jetzt einmal zu versäubern und dann mit dem normalen
mit der normalen Nähmaschine bei 1 cm zu schließen. Wir können dann als nächstes die Nahtzugaben des Ärmels in den Ärmel bügeln und dann legen wir uns Vorder- und Rückteil rechts auf rechts und halbieren uns auch den Ärmel. Und dann können wir einmal Ärmel und Seitennaht in einem schließen. Wenn du eine Overlock hast, dann kannst du das gerne jetzt in einem Schritt tun. Wenn du keine hast, würde ich dir raten, die Kanten hier zu versäubern und dann mit der normalen Nähmaschine bei 1 cm zu schließen. Als nächstes kümmern wir uns dann um den Kragen. Dafür legt ihr die beiden Kragenteile rechts aufeinander. Dann schnappt ihr euch eure Kragenschablone und legt die bündig mit der unteren Kante auf und zeichnet euch einmal die Kragenform ab. Diese Kragenschablone ist einfach dafür da, dass ihr wirklich eine schöne Form erhaltet, denn es kann immer mal passieren beim Fixieren oder beim Zuschnitt, dass sich diese kleinen Teile verziehen und dass ihr dann nachher eine schöne Kragenform habt, nimmt man dann eine Schablone. Ihr könnt euch diese Schablone natürlich auch gerne auf Pappe kleben, dann ist es noch einfacher, damit anzuzeichnen. Wenn ihr das dann aufgezeichnet habt, dann steppt ihr jetzt genau auf der Markierung die beiden Kragenteile aufeinander. Ich habe jetzt den Kragen aufgesteppt, rechts auf rechts, und dann können wir hier die Kragenecken noch ein bisschen verschneiden. Sonst wird das alles ein bisschen knubbelig. Achtet darauf, nicht zu viel wegzuschneiden, denn es kann dann sein, dass es nach dem Waschen eventuell dann ausfranst. Dann können wir den Kragen wenden. Ihr könnt auch vorsichtig mit einer Schere die Spitzen ein wenig durchdrücken, aber wirklich ganz vorsichtig, dass ihr den Stoff nicht beschädigt. Dann könnt ihr den Kragen einmal ordentlich bügeln. Achtet besonders hier darauf, dass ihr keine Falte mit einnäht, sondern hier schön die Naht rausholt. Jetzt habe ich den Kragen schon mal gebügelt. Als nächstes nehmt ihr euch den mit Einlage beklebten Kragensteg und bügelt hier diese untere Kante einmal 1 cm nach oben. So, wir bauen uns jetzt ein Sandwich. Als erstes nehmt ihr den Kragensteg ohne Einlage, der also nicht umgebügelt ist. Darauf legt ihr den kompletten Kragen mit der Seite, wo die Einlage drauf ist, nach oben. Also die Seite, die ihr jetzt hier seht, ist die Seite mit Einlage und darauf kommt jetzt der Kragensteg, den wir gerade umgebügelt haben, mit Einlage. Und dann näht ihr einmal von hier die komplette Kante bis hier runter zusammen. Dabei fasst ihr alle 4 Lagen mit. Die Knipse hier an der Seite zeigen an, wo der Kragen anfängt. Also das erste Stück ist ohne Kragen und dann ab diesem Knips hier vorne beginnt auch der Kragen. Und dann habt ihr in der Mitte natürlich noch einen Knips, der ganz wichtig ist, das ist die hintere Mitte. Da sollen natürlich auch alle Teile aufeinander passen. Wir haben jetzt die Teile alle aufeinander genäht und dann könnt ihr hier noch ein bisschen die Nahtzugaben verschneiden und den Kragen wenden. Und wenn ihr das gewendet habt, dann bügelt ihr das Ganze nochmal ordentlich. Schön die Nahtzugaben in den Kragensteg bügeln. So, und dann können wir das Ganze hier nochmal ordentlich bügeln und auch die Nahtzugaben hier in den Kragensteg bügeln. Ihr nehmt euch jetzt dann euren Kragen und steckt ihn rechts auf das Halsloch. Ich beginne dann immer gerne in der hinteren Mitte, stecke mir dann die hintere Mitte aufeinander und von da arbeite ich mich weiter nach vorne vor. Und dann können wir den Kragen bei 1 cm annähen. Dafür näht ihr aber jetzt nur die eine Lage des Kragenstegs an. Ich beginne mit dem Kragensteg jetzt hier vorne genau an der Kante. Hier ist es ganz wichtig, dass die beiden Kanten genau aufeinander liegen, dass da kein Versatz ist. Und dann startet ihr mit eurer Naht genau hinter dem Umbruch von dem anderen Kragensteg. Also da, wo ihr den Kragensteg hier umgebügelt habt, dahinter fangt ihr an zu nähen. Ihr näht also nicht den Kragensteg hier mit an, sondern nur die andere Lage und steppt dann bei 1 cm fest. Wenn das hier vorne ein bisschen weniger als 1 cm ist, ist das nicht schlimm. Aber ihr solltet auf jeden Fall niemals die zweite Lage hier mit annähen. Ich starte also hier vorne und danach fange ich an, mir meine Teile zu sortieren. Wir haben hier 2 Knipse, die aufeinandertreffen. Einmal von der Schulternaht, aber vorher ist hier natürlich noch die Rundung vom Halsloch, deswegen könnte das etwas schwierig sein, das vorher festzustecken. Wenn ihr den Kragen angenäht habt, könnt ihr ihn nach oben klappen und dann bügelt ihr die Nahtzugaben einmal in den Kragensteg.
Wenn wir jetzt die Nahtzugabe in den Kragensteg gebügelt haben, können wir den Kragensteg schließen. Dafür stopfen wir jetzt hier einmal die Nahtzugabe vorne rein, dass es hier alles schön gerade liegt. Dafür kann man super hier so eine Pinzette nehmen oder auch einen Auftrenner oder sowas, alles was so ein bisschen spitz ist. Und dann schließen wir den Kragen ganz knappkantig hier am Kragensteg. Dabei achtet darauf, dass ihr die Naht von vorher verdeckt. Nicht zu viel, sondern nur ganz knapp, weil sonst erwischt ihr auf der anderen Seite den Kragensteg nicht, aber so, dass die Naht hier dann verdeckt ist. Achtet beim Annähen immer darauf, dass ihr euch den Stoff glatt zieht, dass hier dann keine Falten sind. Und so sieht das dann aus. Von der Innenseite, also von der linken Seite, ist es dann meist ein bisschen schöner als von der anderen Seite, weil man da nicht unbedingt immer alles so erwischt. Das kriege auch selbst ich nicht ordentlich hin. Aber das ist ja egal, weil von der Außenseite, da liegt ja dann der Kragen darüber und dann ist es egal. Man guckt ja bei einer Bluse eher auf die Innenseite. Wir machen dann mit dem Ärmel weiter. Ich habe jetzt hier wieder meinen Schlitz. Und da falten wir jetzt eine Schlitzpaspel nach innen. Das ist die Paspel an der Seite, wo hier auch die Knipse sind. Also diese Paspel, die wird jetzt nach innen eingeklappt. Die könnt ihr euch entweder mit einem kurzen Stich mit der Nähmaschine fixieren schon mal oder mit einer Stecknadel fixieren, wie ihr wollt. Die andere Paspelseite bleibt so glatt. Muss auch nicht großartig verriegelt werden, einfach, dass es fest ist. Dann haben wir hier noch Knipse für die Falten. Ich bin jetzt hier auf der rechten Seite, hier links ist mein Schlitz und da nehme ich jetzt den zweiten Knips und lege ihn auf den ersten und den vierten Knips, den lege ich auf den dritten. Dadurch haben wir dann zwei Falten, die zum Schlitz hinschauen. Das könnt ihr euch auch merken, denn die Falten sollten immer zum Schlitz hin geöffnet sein. Wenn ihr die Falten dann gesteckt habt, könnt ihr die auch einmal mit einem kurzen Stich fixieren. Als nächstes nehmt ihr euch eure Manschetten und bügelt hier einmal die obere Kante 1 cm nach innen um. Das habe ich jetzt hier schon getan. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr die Manschette und klappt sie am Knips einmal um und steppt rechts und links bei 1 cm die Manschetten zusammen. Ich habe jetzt hier meinen Ärmel, die rechte Seite und da legen wir jetzt rechts auf rechts die Manschette drauf. Da müsst ihr schauen, welche Manschette die richtige ist, denn dieser Knips hier, der markiert die Ärmelnaht und dann legen wir die Manschette rechts auf den Ärmel und legen ihn ganz bündig mit der vorderen Kante. Wir haben innen den Paspel umgeschlagen und hier die beiden Kanten müssen bündig sein, damit es ordentlich aussieht. Hier einen Schritt weiter ist der Knips, der dann auf die Naht kommt. Den kann man sich auch schon mal stecken. Und hinten haben wir den Paspel glatt, also der wird nicht umgeschlagen. Und da kommt dann die Manschette auch bündig mit der Kante. Und je nachdem, von welcher Seite du jetzt natürlich startest, hast du einmal die umgeklappte Kante von der Paspel oder den glatten Paspel. Da musst du dann schauen, ob du vielleicht dir ein bisschen was hinter das Füßchen legst, damit es ordentlich transportiert wird, weil gerade bei dem umgeklappten Paspel ist es manchmal etwas dick. Genau wie beim Kragen beginnen wir dann hier genau neben der ungebügelten Kante. Wenn ihr die Manschette dann angenäht habt, könnt ihr die Manschette nach oben klappen und die Nahtzugabe in die Manschette bügeln. Ich habe mir jetzt die Nahtzugaben in die Manschette gebügelt und dann können wir die Manschette jetzt absteppen. Im Endeffekt ist das hier genau das gleiche Prinzip wie beim Kragen auch. Nur hier würde ich dann jetzt von der rechten Seite absteppen, weil das soll ja die schöne Seite sein. Und dann solltet ihr schauen, dass ihr die innere Manschette mitfasst, aber das sollte jetzt hier nicht so das Problem sein. So, dann sind wir fast fertig. Wir machen als nächstes den Saum. Dafür habt ihr jetzt mehrere Varianten. Die einfachste und schnellste Variante würde ich sagen, ihr versäubert einmal den kompletten Saum, bügelt ihn einmal nach innen um und steppt ihn ab. Da könnt ihr euch auch selber entscheiden, wie hoch ihr ihn umbügeln wollt, also wie ihr es schön findet. Merkt euch dabei immer nur, bei einem geschwungenen Saum ist es immer einfacher, wenn man nicht zu viel umbügeln muss, weil es dann zu Schrägzügen kommen kann. Variante 2 wäre, dass ihr es zweimal umbügelt und dann absteppt. Dann habt ihr von innen es auch ein bisschen schöner. Oder Variante 3, ihr nehmt einen Rollsaumfuß. Den kann ich euch gleich nochmal vom Nahen zeigen. Der rollt dann automatisch die
den Saum ein zweimal und dann ist es auch sauber. Das setzt natürlich voraus, dass ihr so einen Fuß habt. So, ich habe mir jetzt hier so einen Rollsaumfuß geholt. So sieht der aus. Der hat so eine kleine Schnecke. Da führt man dann den Stoff ein und dann faltet der sich automatisch zweimal ein und man bekommt einen schönen, sauberen Saum. Aber auch bei dem Fuß gilt, ich würde hier vorne das erste Stück manuell machen, also normal zweimal einfalten und normal absteppen und erst dahinter mit dem Fuß beginnen. Also ich mache das dann immer so, dass ich das erste Stückchen hier so nähe. Am besten legt ihr euch noch ein bisschen was hinter das Füßchen. Faltet euch das ein bisschen vor. Und wenn ihr so über die dickste Stelle drüber seid, dann könnt ihr anfangen, den Stoff in das Füßchen einzufädeln. Das kann man auch so während des Nähens so ein bisschen machen. Ich habe den jetzt einfach hier so ein bisschen reingezogen und dann kann man weiter nähen. Dieser Fuß braucht tatsächlich ein bisschen Übung, wie man den Stoff da reinführt. Wie gesagt, für Anfänger ist es dann vielleicht einfacher, den einfach selber umzubügeln oder vorher versäubern und einmal umbügeln. So, dann sind wir fast fertig. Jetzt fehlen nur noch Knopflöcher und Knöpfe. Dafür arbeiten wir jetzt als erstes die Knopflöcher ein. Das ist ganz wichtig, dass ihr erst die Knopflöcher macht und abhängig davon dann die Knöpfe setzt. Und die Knopflöcher kommen auf das rechte Vorderteil und kommen auf die Manschette dort, wo die Falten liegen. Wenn ihr eure Knopflöcher nun eingearbeitet habt, legt ihr euch das rechte auf das linke Vorderteil, um die Knopfposition zu bestimmen. Dafür legt ihr euch die Knopfleisten so aufeinander, dass die obere Knopfleiste die Naht der unteren Knopfleiste ein wenig verdeckt. Das finde ich immer ein bisschen schöner, als wenn man am Untertritt dann noch den Stich sieht. Und dann schaut, dass ihr einigermaßen mit den Längen auch hinkommt, dass es oben und unten passt, dass hier nicht so viel Längenunterschied ist. Und wenn ihr dann eure Position gefunden habt, könnt ihr euch einen Markierstift nehmen und ungefähr in der Mitte des Knopfloches die Knopfposition markieren. Bei der Manschette könnt ihr das dann anders machen. Hier habt ihr ja bereits Positionen aus dem Schnitt, die würde ich auch einfach so übernehmen und da dann die Knöpfe annähen. So, die Bluse ist fertig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Nähen. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt mir gerne an christina@bara-studio.com. Abonniert meinen Kanal hier unbedingt, denn dann seht ihr immer sofort, wenn ich neue Videos hochlade, und lasst mir einen Daumen hoch da.